Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde. Heute zu dem Video. Wir möchten gern unsere Tedford Campingtoilette im Reisemobil verschönern, aufpeppen. Wir haben das Reisemobil jetzt fast 6 Jahre. Die Toilette hat natürlich ihre Spuren hinterlassen. Deswegen wollen wir die heute aufpeppen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viel Spaß, bis gleich. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Mein Name ist Uwe von WOMO Reisen Viola und Uwe. Wir möchten heute unsere Wohnmobiltoilette, unsere Tedford verschönern nach 6 Jahren im Gebrauch. Sieht die natürlich nicht mehr so frisch und so neu aus. Wir haben uns entschieden für den Twosh Toiletten-Porzellaneinsatz für unsere Tedford Toilette. Wir haben den Porzellan-Toiletteneinsatz direkt bei Twosh bestellt. Wichtig natürlich möchte ich mit dazu erwähnen, wenn ihr das Einbauset mit dazu bestellt, habt ihr alles mit bei der Hand. Das werden wir euch gleich mal mit zeigen. Denn wir haben nicht richtig gelesen und haben nur den Porzellaneinsatz bestellt. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zu dem Lieferanten und innerhalb von 20 Stunden hatten wir das Einbauset im Briefkasten und somit können wir jetzt heute auch beginnen. Das war wunderbar. Vielen Dank an Anton Zippmeier und seinem Team, dass das so wunderbar geklappt hat. Wir haben das selbst gekauft und Anton Zippmeier weiß erstmal noch nichts, dass wir das Video machen. Wir werden den natürlich dann im Nachhinein noch informieren. Wo wir das bestellt haben, haben wir rein den Porzellaneinsatz bekommen für unsere Toilette. Das schaut natürlich so aus. Da ist nicht viel dazu, das ist alles. Das soll ganz einfach reinpassen. Das werden wir gleich mal probieren, wie wir das machen und wie wir die Toilette reinigen. Eine Klopapierrolle war mit dazu. Das Einbauset, wenn ihr das komplett bestellt, das empfehlen wir euch auch mit Einbausets zu bestellen, ist dann nochmal separat. Wir zeigen es mal. Auf jeden Fall drin das weiße Silikon. Mit dem wird der Porzellaneinsatz verdichtet. Dann haben wir Spatel mit dazu zum Abziehen vom überschüssigen Silikon beziehungsweise um auch einen schönen Rand zu ziehen. Dann haben wir hier dabei die Nano-Versiegelung, das werden wir euch nochmal mit erklären. Wir haben dabei einen Satz Handschuh. Man sollte natürlich Handschuh anziehen, damit wir hier keine Fettfinger wieder drauf machen. Und dann haben wir zum Reinigen des Toiletteneinsatzes und der Toilette nochmal hier ein Reinigungstuch. Dann haben wir mit dazu eine Silikondüse für unsere Dube. Dann haben wir natürlich mit dazu einen Dubenspanner und natürlich ein Mikrofasertuch zum Saubermachen unserer Toilette. Ja, unsere Tedford Toilette, wir nutzen die ja regelmäßig und hier haben wir jetzt solche grauen Spuren. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können in der Kamera. Als erstes werden wir unsere Toilette reinigen. Wir können Spülmittel nehmen. Das haben wir schon mal vorbereitet in unserem Waschbecken. Und wir nehmen dazu hier Schmutzradierer. Das sind solche Radierschwämme, die gibt es in jedem Drogeriemarkt. Hier haben wir unseren Schmutzradierer und da werden wir hier die Toilette richtig schön reinigen und natürlich versuchen auch hier die schwarzen Stellen wegzubekommen. So, jetzt haben wir den Schmutz hier weitestgehend entfernt. Wir trocknen das Ganze jetzt mit Küchentuch ab. Wir haben hier noch die Kassette drin. Wir entfetten jetzt unsere Toilette noch einmal speziell mit einem Desinfektionstuch, damit wir alles schön wegbekommen und dass hier keine fettigen Schlieren mehr zu sehen sind. Den Rand richtig schön. Bevor wir unseren Porzellaneinsatz einsetzen, den wir hier haben, probiert auf jeden Fall noch einmal, dass das auch alles richtig passt. Und zwar sollte man den Toiletteneinsatz einsetzen können. Er muss schön abschließen
und man muss den hier festdrücken können. Und jetzt haben wir hier schön den Rand, das sitzt schön fest. Jetzt nehmen wir das Ganze wieder vorsichtig raus und werden jetzt hier den Rand entfetten, damit unser Silikon richtig haften bleibt. Zum Entfetten der Toilette und der Porzellanschüssel nehmen wir hier das mitgelieferte Tuch. Das ist ein Glasreiniger. Ihr könnt auch x-beliebig einen Glasreiniger nehmen. Wir nehmen jetzt hier diesen. Da haben wir hier ein trockenes Tuch drin und hier hinten haben wir hier das Feuchtigkeitstuch drin mit dem Glasreiniger. Braucht ihr das jetzt nur hier innen drin zu machen, dort wo der ganze Spaß sitzt, damit unser Silikon schön haften bleibt. Die Toilettenschüssel, auf jeden Fall hier schön den Rand hier oben. Die Einbauarbeiten sollten bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20 Grad erfolgen. Wichtig ist, dass wir jetzt die Toilettenkassette von unserem Wohnmobil rausnehmen. Wir legen uns jetzt zurecht unsere 3 Spatel, unsere Silikontube. Dann haben wir noch diese Düse mit im Lieferumfang dazu. Setzen das jetzt auf unsere Tube drauf. Dann legen wir uns noch zurecht eine Küchenrolle und wir werden jetzt hier unseren Porzellaneinsatz mit verschiedenen Silikonpunkten versehen. Es geht ja nur darum, dass der Einsatz hält, denn am Rand oben wird ja dann sowieso die Naht gezogen. Wir setzen das jetzt ein und pressen das leicht fest. Ihr könnt natürlich auch ringsherum einen Silikonstreifen ziehen. Wir haben das aber nur mit den Punkten gemacht, falls man den Einsatz nochmal entfernen müssen. So, liebe Freunde, jetzt haben wir den Einsatz drin und jetzt ziehen wir mal hier unsere Silikonnaht. Jetzt haben wir die Naht gezogen und jetzt haben wir hier den Spatel und mit dem Spatel können wir jetzt hier schön das Ganze abziehen. Wenn ihr das abgezogen habt, dann nehmt ihr ein klein wenig Spülmittel auf euren Fingern, verreibt das und zieht über die Naht nochmal drüber. Dann habt ihr das richtig schön. Ihr seht jetzt das Ergebnis. Wir haben jetzt die Silikonrand hier schön gezogen. Wir lassen das Ganze jetzt mindestens 24 Stunden aushärten und stehen. Und dann werden wir auf jeden Fall unseren Toiletteneinsatz, unseren Porzellaneinsatz hier nochmal nano versiegeln. Für die 24 Stunden Aushärtezeit werden wir auf jeden Fall auch unsere Toilettenkassette draußen lassen. Unsere Empfehlung, bevor ihr das festmacht mit dem Silikon, testet noch einmal aus, wenn ihr den Einsatz reingedrückt habt, ob die Kassette auch bündig ist und hier nicht an diesen Porzellaneinsatz anstößt oder den aushebt. Das haben wir für uns nochmal gemacht. Wir haben es nicht mit aufgenommen. Also da würde ich das empfehlen, bevor ihr hier mit Silikon anfangt, setzt den Porzellaneinsatz ein, testet das nochmal aus mit eurer Kassette, ob das Ganze auch schön passt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Camper, ihr habt es gesehen, der Einbau von Twush, der Porzellaneinsatz für unsere Tedford-Toilette. Es ist kein großes Hexenwerk. Wichtig ist, dass ihr die Arbeitsschritte befolgt, dass ihr das schön reinigt und fettfrei macht, dass das Ganze schön hält, dass ihr mit dem Silikon ordentlich arbeitet. Jeder hat da so seine
Tricks und Kniffe. Wir machen das ganz einfach auch ein bisschen mit Spülmittel und vorher reinigen. Probiert den Einsatz im Vorfeld auch, dass das Ganze passt ohne Kassette und schiebt dann die Toilettenkassette wieder ein. Wir werden das in den nächsten Tagen nochmal versiegeln. Hier mit der mitgelieferten Nano-Versiegelung, den Porzellaneinsatz. Somit funktioniert das wunderbar. Einmal im Vierteljahr machen diese Nano-Versiegelung, das kann man ja auch nachkaufen. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch das interessiert, mit dem Twosh Toiletteneinsatz findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Wir werden auch hier nochmal einen Link mitsetzen, wo ihr zur Webseite kommt vom Hersteller. Wir haben uns das Teil gekauft. Preislich lagen wir komplett bei 159 €. Wir bedanken uns, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn ihr noch andere Tipps und Tricks zum Einbau von diesem Porzellaneinsatz in die Tedford-Toilette habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, natürlich das kostenlose Abo. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Wir bedanken uns, viel Spaß und wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!